Ich bin Morelia Urlaub, ich bin 38 Jahre alt. Ich wohne in Kiel mit meiner Familie, also meinem Mann und unseren beiden Kindern. Mein Forschungsgebiet sind Hangrutschungen, die unter Wasser stattfinden. Und das können riesengroße Ereignisse sein, die dadurch, dass sie schnell passieren und große Mengen an Material bewegen, Wasser verdrängen und dadurch Tsunamis auslösen können. Und diese Prozesse, also Hangrutschungen, findet man auch im Kleinen und auch an Land oder an der Küste. Also man sieht hier ganz schön, dass der Hang abgerissen ist an dieser Kante, wo die Vegetation im Prinzip aufhört. Ich möchte einen Teil zur Erforschung von marinen Naturgefahren beitragen. Wie groß der Teil sein wird, das wird sich dann zeigen. Dass es wichtig ist, hat zum Beispiel der Zusammenbruch vom Vulkan Anak Krakatau in Indonesien gezeigt. Und dieser Zusammenbruch kam relativ überraschend und dementsprechend waren die Wissenschaftler und die Menschen vor Ort nicht darauf vorbereitet. Mit meiner Forschung möchte ich darauf abzielen, dass solche Geschehnisse wie der Zusammenbruch von Anak Krakatau womöglich besser vorhergesagt werden können. In meinem Studium in Bremen, als ich Marine Geowissenschaften studiert habe, bin ich das erste Mal mit marinen Naturgefahren in Kontakt gekommen. Und was mich daran fasziniert, ist, dass diese dynamischen Prozesse, die am Meeresboden stattfinden, so wie Erdbeben, Hangrutschungen, Tsunamis, dass sie so wenig verstanden und erforscht sind, obwohl ein Großteil der Menschheit bereits heute an den Küsten lebt. In der Regel sind Vulkane sehr gut an Land erforscht, weil natürlich da auch ist, wo die offensichtlichsten Gefahren lauern, wie Eruptionen, Lavaflüsse, Aschewolken und so weiter. Allerdings als Marine-Geowissenschaftlerin konzentriere ich mich ausschließlich auf Küsten- und Inselvulkane und mich interessiert der Unterwasserteil. Also, was ist der Teil des Vulkans, den wir nicht sehen, weil er von Wasser bedeckt ist? Das, was ich tue, begeistert mich total. Ich bin davon fasziniert, Dinge zu erforschen, die eine hohe gesellschaftliche Relevanz haben. Was wahnsinnig spannend war, war, dass wir zeigen konnten oder dass wir das erste Mal messen konnten, wie sich eine Vulkanflanke unter Wasser bewegt. Und das war am Ätna in Sizilien. Und man muss dazu sagen, dass an Land wissen wir ganz genau, mit GPS-Messungen können wir Zentimeter, fast Millimeter genau sagen, wie sich der Vulkan bewegt und in welche Richtung die Flanke sich wie schnell bewegt. Unter Wasser hingegen konnten wir bis dahin nichts sagen. Es waren überhaupt keine Informationen über die Bewegung der Vulkanflanke unter Wasser vorhanden. Und wir konnten mit neuer Technologie das erste Mal wirklich messen, wie sich die Flanke unter Wasser bewegt. Und das war sehr faszinierend und darauf bin ich immer noch sehr stolz, dass wir das geschafft haben.